the 7th, 1981, Red Square, Moscow. The Soviet Union at the height of its power. 64 years after the great socialist October Revolution, Moscow has become the center of world communism and the second superpower next to the United States. In 1991, tanks are once again rolling through the streets of Moscow, but this time they're aimed at the Russian parliament. The old-style communist faction of the party wants to put an end to Gorbachev's reform policies. But the people of Moscow fight back. Boris Yeltsin, the first president of the Russian Federation to have been elected in free elections, is standing on an armored tank appealing to the people that they resist the tanks of the putschists. The putsch fails. And with it, the greatest political and social experiment of the 20th century. Yeltsin offers hope for a new post-Gorbachev policy after the demise of the empire. Does the end of the Soviet Union also mean the end of the communist idea, an idea that has captured the imagination of people all over the world for decades? How can one explain the collapse of the communist system, the fall from world power to political nothingness? Das System war nicht fähig, sich zu reformieren. Das ist der wirkliche Kern. Der Grund lag in den überstürzten Experimenten durch Gorbatschow. Daran habe ich keinen Zweifel. I think the notion of creating a perfect society by going counter to human nature is dead. Because the basic error of communism was that it simply did not understand human nature. Das Sowjetsystem scheitert an seinem Menschenbild, das absurd ist, das auch einer der Modernisierung durch Industrie, Informationstechnologie überhaupt nicht gerecht werden konnte. Auch die Bürokraten haben nicht mehr an das System geglaubt. Auch die Parteileute waren zunehmend zynisch, korrupt, routiniert und ohne moralische Energie. President Reagan was in the right time, in the right place, and he found dead bear, and he told, I killed them. Если у власти оказались те, которые не должны были оказаться на вершине. Те, которые ничего не имели никакого отношения не имели к коммунистической идее, к его воплощению. Да. Der Kommunismus war eine Ideologie der Befreiung und ein Herrschaftssystem der Unterdrückung. The myth of the October Revolution. The storming of the Winter Palace, seat of government, on October the 25th, 1917, according to the Russian Gregorian calendar. Legend and reality. The famous film director, Sergei Eisenstein, staged the dramatic events with powerful images. In his film, October, the revolutionary masses, led by Lenin, stormed the palace. Their goal, to depose the corrupt government. But in reality, Lenin wasn't there. The famous film was propaganda. The truth looked entirely different. Plötzlich hatten die Bolschewiki mit einem Aufstand, der von der Mehrheit der Bevölkerung gar nicht bemerkt wurde. Das war in der Nacht, da wurden da die Brücken und die Banken und alles in die Hände genommen und am nächsten Morgen hatten die Bolschewiki die Macht. On the morning after the coup, the palace was besieged by curious bystanders. There was little damage, just a few broken windows. Es gab keinen Kunstgegenstand in Winterpalais, der beschädigt oder zerstört war. Es war alles zerstört, nur im Weinkeller, damit diese Rotgardisten nicht besaufen. Diese Weine 200 Jahre alt oder 100 Jahre alt, diese Cognac und, war alles kaputt. Schade. This was done by several hundred members of the Red Guard and sailors under the command of Leon Trotsky, first evidence of his talents as a strategist. Trotsky, der Urheber des Stadtstreiches, hat einmal gesagt, ein diszipliniertes und regierungstreues Regiment wäre ausreichend gewesen, um den bolschewistischen Stadtstreich zu vereiteln. Aber dieses Regiment war nicht vorhanden. The big winner of the Bolshevist October Revolution is Lenin. His uncompromising will to power helped him prevail within his own party and then in Russia as a whole.
Vladimir Ilyich Ulyanov was born in 1870 in rural Simbirsk, the son of a school inspector. His mother, a nobleman's daughter, is an enlightened Democrat, and she passes these ideals on to her children. Vladimir displays talent and extraordinary intelligence as a pupil. When his brother Alexander is executed in 1887 for participating in a failed assassination attempt on the Tsar, Vladimir too chooses a revolutionary path. A few years later, he assumes the nom de guerre Lenin. Вот, допустим, возьмите от Ленина допустим, сказать, до Путина. Ведь все из рабочих, все из крестьян, все из трудовой интеллигенции, но главный Ленин из дворян. Вот он, бывший и не бывший. Die Einstellung Lenins zur russischen Autokratie unterschied sich kaum von der Einstellung des radikalen Flügels der russischen Intelligenz, der sogenannten revolutionären Intelligenz. Für die revolutionäre Intelligenz verkörperte das zarische Regime das Böse. Tsar Nicholas II rules a country stretching from Warsaw to Vladivostok, an autocratic monarch who answers only to God and himself, his allies the nobility, who have divided the country up amongst themselves, a small but immensely wealthy upper class. Russia is an agrarian society. 80% of its 135 million inhabitants work in agriculture. Serfdom of peasants is abolished in 1861, making them free citizens, but they still don't own the land. Compared with peasants, there are only a few industrial workers, 3 million. Many peasants flee from rural poverty to the big cities. In the few factories in St. Petersburg, Moscow and Minsk, they toil for starvation wages, often 18 hours a day. The people live under the most inhumane conditions, deracinated, thrown together in mass housing. The Tsarist regime resists any attempts to democratize it. Political parties were outlawed until 1905, and their members persecuted, arrested and imprisoned. Thousands were incarcerated or banished. Je rückständiger ein Land, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es zu gewaltsamen Aktionen kommt, je stärker der staatliche, der polizeiliche, der militärische Druck in einer Gesellschaft, desto geringer die Chancen einer demokratischen Verwirklichung dessen, was die sozialistischen Bewegungen wollten. Das war diese Vision von der Entstehung eines Gemeinwesens ohne Ausbeuter. Also eine vollkommen gleiche Gesellschaft, in der also nur die Werktätigen existieren und die Ausbeuter eben zu Menschen zweiten Grades degradiert werden. The more pragmatic Western society transform Marxism into social democracy inside that. The Russian mentality want to implement all the things just like you read it in the book. In November 1895, Lenin founds the Revolutionary League for the Liberation of the Working Class. Accused of political agitation, he's banished to Siberia in 1897. Here he marries the revolutionary Nadezhda Krupskaya. After his banishment, Lenin leaves Russia to go into exile. A brilliant theorist and born orator, Lenin becomes leader of the radical wing of the Russian Social Democrats. Because his wing manages to win a party assembly vote by a slim majority, he gives his faction the name Bolsheviki, which means majority holders. The democratic parliamentarian-oriented wing, which is actually larger, gets the name Mensheviki, or minority holders. The Bolsheviki uncompromisingly advocate the dictatorship of the proletariat. Man geht davon aus, dass der Mensch gut sei. Anders als bei dem Konservatismus oder auch bei dem Liberalismus. Und deswegen braucht er keinen Checks and Balances, keine Kontrolle. Nicht wahr? Und das ist sozusagen ein Grundfehler der Kommunismus, auch bei Lenin. Und daher hat man die unkontrollierte Macht. Schon am Anfang, nicht wahr? Das ist im Bolschewismus drin.
Das sollte eine Partei von Berufsrevolutionären sein, eine streng disziplinierte, zentralisierte Partei, die die Rolle der Avantgarde, der Arbeiterklasse übernehmen sollte. Und diese Konzeption stellte in der Geschichte der marxistischen Bewegung eine ungeheure Zäsur dar, eine Revolution. Die Grundprämisse, die Menschen wissen nicht, was gut für sie sei. Eine Elite, eine Wissenschaft muss herausfinden, objektiv, was gut für den Menschen sei. Subjektiv gilt nicht. Summer 1914. The assassination of the heir to the Austrian throne brings the international tension to breaking point. Russia mobilizes its troops. Germany declares war. While living in exile, Lenin believes that the outbreak of the First World War is a historical necessity and signals the impending end of capitalism. The hardships of war intensify the economic and political tension in Russia. The masses protest against hunger, the war, the government, and the Tsar. Nicholas II is forced to abdicate after the February Revolution. A provisional government is formed, and all over the country, worker and soldier councils, the Soviets. The irreconcilable differences between the parliamentarian bourgeois government of Kerensky and the radical Soviets hinder finding solutions to urgent problems. While war is raging in most of Europe, Lenin, exiled in Zurich, formulates his radical program. He rejects a parliamentary republic and in his famous April Theses demands the elimination of the provisional government and the assumption of power by the Soviets. The reaction of Lenin's comrades in Russia to his theses is unenthusiastic. Man war damals der Meinung, Lenin habe aufgrund seines langjährigen Exils die russische Wirklichkeit nicht richtig verstanden. Also er habe den Zugang zur russischen Wirklichkeit jetzt verloren. Denn das war die Zeit der Solidarisierung aller demokratisch-revolutionären Kräfte. You have to remember, Lenin jumped in the revolution in the middle of this. He was not the person who really started this, initiated the revolution. At that time he lived in Switzerland, drank beer and discussed the German economy. Lenin realizes that he must return to Russia to spearhead the movement. His goals are an immediate armistice and a major land reform. He seeks the support of the masses. The German imperial government offers Lenin and other exiled revolutionaries freedom of passage. The exiles travel across Germany in a sealed train carriage. Lenin's return to St. Petersburg is supposed to destabilize Germany's war enemy, Russia. Revolution in Russia, an opportunity for the German Supreme Military Command to successfully end the war on the Eastern Front. Lenins griffige Parolen. Einerseits beendet sofort den imperialistischen Krieg. Und die andere Parole, raubt das Geraubte. Also er hat die Bauern dazu aufgerufen, die Gutsbesitzer eigenmächtig zu enteignen. Also diese Parolen hatten eine außerordentliche Wirkung auf die russische Bauernschaft, auf die russischen Unterschichten. Und Lenin hat sich an diese Stimmungen der russischen Unterschichten angepasst. Lenin is greeted enthusiastically by his followers when he arrives on April the 16th, 1917. The next day, he gives his programmatic speech before a Bolshevist party assembly. The bourgeois February Revolution must be followed by the socialist revolution in Russia. He enforces this decision, an armed rebellion with the objective of seizing power. In May 1917, Leon Trotsky returns to Russia. He too had been active in the working-class movement in the late 19th century, was banished to Siberia because of his underground activities, and lived in exile for many years after fleeing. He and Lenin demanded the overthrow of the provisional government, as well as world revolution. Trotsky organizes the storming of the Winter Palace, has the provisional government arrested, and helps Lenin and the Bolsheviks gain power. Sie hatten die Macht in einem
der rückständigsten Länder der Welt, 140 Millionen Einwohner, ein Bauernland, ganz wenige Industriearbeiter, 80% Analphabeten. Das ganze Land war zerrüttet, zerstört durch 3 Jahre des Ersten Weltkrieges. Und jetzt der tiefe Widerspruch. Da soll man eine neue sozialistische Gesellschaft? Der Widerspruch zwischen der Zielsetzung und der Realität. Immediately after the victory of the revolution, the new government, the Council of People's Commissars, put Lenin's plans into practice. First of all, Lenin offered the Germans an immediate armistice. In the spirit of world revolution, German and Russian soldiers fraternize. Lenin's other plan, the land reform, is also implemented immediately. Because the peasant soldiers want to return home, the army is dissolved. The big land estates are expropriated without compensation, surveyed and given to landless peasants. The old dream of Russian peasantry comes true. Millions of peasants become landowners. Einerseits war natürlich die marxistische Doktrin für Lenin sehr wichtig. Und die marxistische Doktrin besagte, dieser Boden soll verstaatlicht werden. Auf der anderen Seite hatte Lenin im Gegensatz zu vielen marxistischen Dogmatikern, auch in der bolschewistischen Partei, ein feines Gespür gegenüber den Wünschen der Agrarbevölkerung. Und er wusste, dass die Verstaatlichung des Bodens, die sofortige Nationalisierung, dass diese Maßnahme die Bauernschaft in eine derartige Wut, in eine derartige Ablehnung des Systems führen wird, dass mit dieser Frage wollte ein bisschen warten. Lenin das war ein kluger Mensch. Man musste sehen, dass Russland war kein entwickeltes Industrieland wie etwa Deutschland oder England oder sogar Belgien oder Frankreich. Aber das war ein Agrarland mit einer verhältnismäßig kleinen Industriebevölkerung. Und man konnte die Revolution nicht nur auf die Arbeiten von Moskau und Petrograd aufbauen. Also war es sozusagen sein Beitrag zur revolutionären Theorie. Da war seine große Schule vielleicht nicht Stalin, aber Mao. For the new landowners, Lenin is a hero. They believe in a better future and celebrate the socialist revolution. For the leading theorist of the German Social Democrats, Karl Kautsky, this is willfully misleading. Aus Kautskys Sicht war das, was Lenin und seine Gefolgsleute in Russland planten und dann 1917 durchführten, nicht etwa eine proletarische Revolution, nicht die erste große sozialistische Revolution, sondern die letzte bürgerliche Revolution. Marx und Engels haben in ihrem kommunistischen Manifest gesagt, dass das Programm des Kommunismus sich nur mit einem Satz zusammenfassen lasse und dieser Satz heißt die Abschaffung des Privateigentums. According to Karl Marx, the private ownership of the means of production is to be nationalized. The bourgeois society can only be overcome through the dictatorship of the proletariat. In the eyes of radical socialists, Lenin is not a Marxist. Mehr als 90% der landwirtschaftlich nützlichen Fläche Russlands befand sich auf dem Höhepunkt des Bürgerkrieges in bäuerlicher Hand. Also hier kann man sagen, dass Lenin ein sehr flexibler marxistischer Doktrinär war. Er war marxistischer Doktrinär, aber ein flexibler. Man könnte auch noch radikaler fragen, war Marx Marxist? Nicht wahr? Also Berlin hat mal geschrieben, der Marx, wenn er wieder aufstehen würde sagen, surtout je ne suis pas marxiste. Bei Lenin war nicht nur ein harter ideologischer Kampf, sondern es war verknüpft mit Verächtlichmachung der Personen, die diese Auffassungen vertraten. Wobei Lenin hat sich kaum harte Ausdrücke gegenüber den Gegnern benutzt. Nein, das war ruhig und sachlich. Sein ganzer Hass und seine Verächtlichmachung war gegen Liberale und Sozialdemokraten, die eigentlich mir viel näher stehen müssten als die wirklichen Gegner. On November the 25th, 1917, there are the first free elections in Russia. For the first time in history, women have equal suffrage.
The winner is the party of the social revolutionaries. The Bolsheviks receive only 1/4 of the votes. Lenin feels that his power is jeopardized and in December founds the National Secret Police, the Cheka. Die Bolschewiki haben wie alle Parteien links von der Mitte unter dem Zarismus immer für eine konstituierende Versammlung gekämpft, die auf geheimen, gleichen Wahlen hervorgehen sollten. Endlich im November 1917 gab es diese Wahlen. Und Anfang Januar 1918 trat die konstituierende Versammlung zusammen. Und da stellte sich heraus, in der konstituierenden Versammlung waren 70% eine Bauernpartei. When the delegates of the Constitutional Assembly vote in their first meeting on January the 18th, 1918, against all power being transferred to the Soviets, Lenin leaves the room. It was the last meeting the Bolsheviks allowed. Und da auf Anweisung Lenins wurde dann das besetzt und gesprengt. The next day, Lenin has the gates locked and the delegates arrested. This marks the end of democracy in Russia after just one day. Nach der gewaltsamen Zerschlagung der verfassungsgebenden Versammlung haben sich die Bolschewiki vom demokratischen Prinzip, vom Prinzip der Anpassung an den Willen der Bevölkerungsmehrheit verabschiedet. Und das bedeutete, dass sie nur mit Hilfe der Gewalt und der Diktatur jetzt über diese Mehrheit, die sie ablehnte, regieren konnten. At Lubyanka Square in Moscow's center, the Cheka sets up shop. The first chief of secret police of the Soviet regime is Felix Dzerzhinsky, a confidant of Lenin. Under Dzerzhinsky's direction, the Cheka becomes the most important instrument for maintaining power. Cheka, also eine Geheimpolizei, die nicht die Gegner der Revolution nur bekämpfte, sondern am meisten Menschewiki und Sozialrevolutionäre, also Anhänger der Revolution, die aber keine Bolschewiki waren. Lenin war für keine Ruinierung der Rechtsordnung. Er sagte, sozialistische Demokratie ist bürgerliche Demokratie ohne Bourgeoisie. Sozialistische Kultur ist die Fortsetzung bürgerlicher Kultur ohne Bourgeoisie. Und. Sozialistischer Staat ist Fortsetzung des bürgerlichen Staates ohne Bourgeoisie, ohne Ausbeutung und. Lenin und Dzerzhinsky hatten einen gewaltigen Staatsapparat zu ihrer Verfügung, um die sogenannte Unvernunft der Massen zu bekämpfen. The prisons from Tsarist times were not enough to hold all the prisoners captured by the Cheka. Only 3 months after the October Revolution, dissidents are sent to forced labor camps, making relatives as well as perpetrators culpable. Isolation confinement, torture and murder are the means used by the secret police to, as Dzerzhinsky says, save the revolution. Das ist der Versuch, die Wirklichkeit der Utopie anzupassen, eine im Grunde weltfremde Utopie zu verwirklichen, und die Realität lehnt sich dagegen auf und man versucht dann, diese Realität mit Gewalt an die Utopie anzupassen. Deshalb würde ich sagen, dass dieser Versuch im Grunde zwangsläufig in einen Terror einmünden musste, weil ein soziales Paradies auf Erden lässt sich nicht errichten. Wenn man Himmel auf Erde aufbauen wollte, was ist nicht gerechtfertigt? Ein bisschen Terror hier und da, wenn am Ende dann der Himmel rauskommt. The Bolsheviks proudly call their bloody procedure Red Terror. In the famous decree on the Red Terror, it says, in the current situation, it is necessary to secure the heartland through terror. To protect the Soviet Republic from class enemies, they will be isolated in concentration camps. Persons involved in White Guard organizations, conspiracies and revolts will be shot. Dass man das jetzt verherrlicht hat, dass man sagte, dieser rote Terror wird benötigt, das braucht man nicht. Ich denke, das ist einerseits ein Überrest des Denkens vom Ersten Weltkrieg und andererseits dieser Vorstellung, wir können eine bessere Ordnung nur mit Gewalt durchsetzen.
Der Begriff sozialistischer Terror ist natürlich ein Widerspruch in sich selbst und hat den Weg geebnet für sehr viele Dinge, die später unter Stalin dann verwirklicht wurden. Das Ziel heiligt das Mittel. Das Ziel heiligt den Mittel nicht wahr. Und man sieht in der Befürwortung, der ausdrücklichen Befürwortung von Terror bei Lenin, dass das keinesfalls erst bei Stalin anfängt. The Bolshevik government is threatened from both within and from abroad. The armistice with Germany mobilizes the other war opponents. Britain, France and America send troops to Russia. In southern Russia, the Cossacks revolt. They allied themselves with the other formerly Tsarist troop contingents to form the so-called White Armies. Die weißen Armeen verkörperten für die Mehrheit der russischen Bevölkerung, für die Bauern und für die Arbeiter, die den Bolschewismus ablehnten. Aber die weißen Armeen verkörperten für sie das alte Regime. Das Regime, das die alten Besitzverhältnisse, die die Bolschewiki im Oktober 1917 abgeschafft hatten, wiederherstellen würde. Lenin commissions Trotsky to establish a Red Army of workers and peasants. Bloody conflict rages all over the country. Villages are burned to the ground, people are killed, and the government secures its own power through terror. Prisoners are shot. Lenin calls for the Red Army to resist. Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам. In the summer of 1918, the Red Army is in retreat and the revolution is in jeopardy. Lenin hopes for support from Germany. Und dann die riesige Zielsetzung. Wir stehen am Vorabend einer Weltrevolution. Es ist ja nur bedauerlich, dass wir das jetzt gerade in Moskau machen. Aber es kann kein Zweifel darüber bestehen, Trotzki, dass in wenigen Wochen wir unsere zukünftigen Kominternkonferenzen in Berlin, Paris und London machen werden. Einen unglaublichen Optimismus. Und auch hier in den Vereinigten Staaten gab es große Industriestreiks, Unruhen, Probleme von Anpassung, so wirtschaftliche und soziale Anpassung nach dem Krieg. Und unsere Eliten waren damals haben sehr Angst, dass es wird bei uns so eine Art revolutionäre Strömungen kommen. Die Bolschewiki haben die Macht in Russland in erster Linie deshalb erobert, um die Weltrevolution auszulösen. Also sie waren der Meinung, dass der Weltkrieg, der die bestehende kapitalistische Ordnung derart erschüttert hatte, dass dieser Weltkrieg eine einmalige Chance für die proletarischen Parteien sei, um die kapitalistische Ordnung endgültig zu beseitigen. Der eigentliche Sieg der proletarischen Revolution sollte für Lenin natürlich im hochindustrialisierten Westen stattfinden. After the lost war, revolution comes to Germany. The SPD splinters into the Independent and Majority Social Democrats, the USPD, and the revolutionary Spartacist League, which models itself on the Russian Revolution. In this recording, SPD delegate and President of Parliament Philipp Scheidemann reports on this day. Am 9. November 1918 fliegt der Reichstag schon in den Morgenstunden einem großen Heerlager. Arbeiter und Soldaten gingen ein und aus. Viele trugen Waffen. Mit Ebert und anderen Freunden saß ich hungrig im Speisesaal. Es gab wieder nur eine dünne Wassersuppe. Da stürmte ein Haufen von Arbeitern und Soldaten in den Saal, gerade auf unseren Tisch zu. 50 Menschen schrien zugleich: Scheidemann, kommen Sie mit uns. Philipp, du musst raus und reden. Liebknecht will die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Nun sah ich die Situation klar vor Augen. Deutschland, eine russische Provinz,
eine Sowjetfiliale. Nein, 1000-mal nein. Sie hatten russischen Wahnsinn vor mir. Die Ablösung der zaristischen Schreckensherrschaft durch die bolschewistische. Nein, nein, nur nicht auch das noch in Deutschland nach all dem anderen Elend. To preempt Karl Liebknecht, Philipp Scheidemann declares Germany to be a democratic republic. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Among Marx and Engels' political heirs, a fraternal struggle ensues. While Scheidemann's majority Social Democrats choose the path to parliamentary democracy, the radical left fights for the Soviet or Workers' Council system. All power to the Workers' Councils was the slogan of the Spartacus League, founded in 1916 by Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg. Ich glaube, dass die Rosa Luxemburg eine solche, ich sag jetzt mal, fundamentalistische Demokratin war, dass sie alles, was die Demokratie beeinträchtigen würde in der Entwicklung, ablehnen musste, weil sie sagt, das führt zu einer Willkürherrschaft. Rosa Luxemburg war, glaube ich, die einzige revolutionäre Figur in Europa, die Lenin hätte trotzen können. Und vielleicht hätte er es sogar akzeptiert. Born and raised in Poland, Rosa Luxemburg has been living in Berlin since 1899 and become the leading politician of the German left. In 1918, she co-founded the Communist Party. She increasingly criticizes the militant left and also the great leaders of the Russian Revolution. Sie hatte auch beobachtet, dass Lenin selbst nicht zimperlich war mit Gegnern. Allerdings muss ich sagen, bei aller Voraussicht des Bolschewismus, wenn man sich ihre theoretischen Ansichten genau anguckt und vor allen Dingen auch diesen berühmten Satz, dass die Freiheit immer die Freiheit des Andersdenkenden sei, dann merkt man, dass das auch nicht so freiheitlich und pluralistisch war, was sie dachte und wollte, wie das auf den ersten Blick scheinen mochte. Es gibt eine ganz lustige und interessante Passage bei ihr, wo sie auch davon spricht, dass die Mehrheit, die zu entscheiden hätte, nicht immer quantitativ sein muss. Das muss man sich ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Auch Rosa Luxemburg hatte durchaus Sinn für die Machtfrage. Sie sah die große Gefahr, dass eine Minderheitsaktion zur Unzeit in eine Katastrophe führen würde. Auf der anderen Seite schien sie, die immer an die Spontaneität der Massen geglaubt hatte, nicht mehr in der Lage, der Massenaktion zu widersprechen, nachdem sie da war. Und so rechtfertigte sie eine Aktion, den Spartakusaufstand, den sogenannten Spartakusaufstand, den sie nicht gewollt hatte. Revolutionary sailors hoist the red flag on the Brandenburg Gate. The Spartacus League believes, like its great role model Lenin, that the time is right for revolt. And on January the 6th, 1919, declares that the provisional German government has been deposed. Ein Bürgerkrieg, so wie Rosa Luxemburg ihn sich vorstellte, wenn der damals in Deutschland ausgebrochen wäre, dann wäre er nicht auf Deutschland beschränkt geblieben. Er hätte sofort die Alliierten auf den Plan gerufen, das heißt Verlängerung des Weltkriegs. Und das war aus der Sicht der regierenden Sozialdemokraten unverantwortlich. Ja, es war der größte anzunehmende Unfall, den sie sich überhaupt vorstellen konnten. The government's troops were supported in the fight against the rebels by the Free Corps, volunteer troops who formed after the dissolution of the Imperial Army. The revolt is suppressed with much carnage. Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg are arrested and then murdered by members of the Free Corps. Wenn sich die Verfechter des revolutionären Klassenkampfes nicht abgespalten hätten von der alten Sozialdemokratie und wenn die alte Sozialdemokratie festgehalten hätte am Dogma des Klassenkampfes, an der rigorosen Ablehnung jeder Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien, dann hätte es nie eine parlamentarische Demokratie namens Weimarer Republik gegeben. Dann wären die Sozialdemokraten der Mehrheitsrichtung gar nicht in der Lage gewesen, das zu tun, was sie tun mussten, um eine demokratische Entwicklung in Deutschland sicherzustellen, nämlich
mit den gemäßigten bürgerlichen Parteien zusammenzuarbeiten. Vorbelastung und Vorbedingungen der Weimarer Republik für die Spaltung der Arbeiterbewegung im Ersten Weltkrieg trifft beides zu. On January the 19th, 1918, the Constitutional Congress of the Weimar Republic is elected. The winners are the bourgeois parties. Germany is now a parliamentary democracy and federal republic. A revolution, according to the Russian model, has failed. In Russia, the civil war continues. But while the poorly organized White Army is losing ground, the Red Army is advancing. Leon Trotsky built an army of 5 million soldiers. In his famous armored train, he travels to precarious battlegrounds and reinforces discipline. Deserters are shot immediately. Soviet troops beat the White Armies and their foreign allies across the board. On December the 13th, 1919, the Allies decide to no longer support the White Armies. The Red Army marches to victory. The Civil War has a gruesome aftermath. Red commissars are sent out to confiscate food for the army. The peasants revolt. They no longer tend their fields. And before they let the supplies be taken away, they set their own barns on fire. Russia experiences the worst famine in its history. Over 5 million people die. Lenin and his Bolshevists have won the Civil War. The power struggle is settled, and Russia is the only country in which the communist revolution is victorious. Alle anderen Kommunisten hatten kleine Parteien, nicht viel. Ab und zu machten sie Aufstände. Zwischen 1919 und 1924 gab es etwa 40 Aufstände, die alle zusammengeschlagen wurden. Und die russischen Kommunisten, die haben es geschafft. Das war echt am Anfang. Eine echte Bereitschaft, den russischen Kommunisten die Führung zu geben. In July 1920, the Second Congress of the Communist International takes place in Moscow. The world revolution can only succeed, Lenin claims, if the policy and actions of all communist parties are controlled centrally from Moscow. In that respect, the Communist Party of Russia, as it now calls itself, is generous. Es war ja nun ein offenes Geheimnis, dass es nur ganz wenige kommunistische Parteien gab, die genug Geld hatten, um ihre Arbeit selbst zu finanzieren. Alles Übrige wurde ja von Moskau, von den Instrukteuren, die kamen da mit dem Geld und verteilten das Geld so, dass es nutzbringend im Interesse der Komintern und der sowjetischen Führung angelegt wurde, dass jedem Funktionär klar war, dass er das Geld aus Moskau bekommt. A massive propaganda campaign hopes to win over the people for communism. Party workers were sent to the country in special trains to teach the people how to read and write. And they also advertised their idea. After oppression and exploitation in the past, the proletariat would now assume leadership. In the factories, workers would decide. The profit system would be abolished. Apartment houses, hospitals and schools would be built. From now on, everything would be done for the benefit of the people. And it would be the communists who will lead the way into this glorious future. Проводилось в широких масштабах, в строго определенной системе, базировалось, зиждилось на исключительно высоких гуманных основах, это не скажешь. Вместе с тем, конечно, был элемент запугивания. Но надо объяснить, допустим, что уровень развития нашего общества, нашей государственности в то время был, так сказать, не очень высокий, если так можно выразить. Мы только набирали тем, так сказать, мы только освобождались от того груза темноты, бесправия, неграмотности, которая нам досталась от царской России. Все-таки 76% населения было вообще безграмотным. А к 1940 году у нас было 100% неграмотного населения.
Мы несли в общество большую культуру, большие знания, повышали интеллект не отдельных лиц, а народа в целом. И вместе с тем, конечно, был элемент запугивания. Потому что в наследство к нам пришли и бывшие люди. Using the same method with which they won the Civil War, the Bolsheviks want to rebuild the country. This system is known as war communism and is based upon the mandatory delivery by peasants, upon nationalization and forced labor, or militarization of labor as Trotsky calls it. But there is resistance all over the country. Das kriegskommunistische System musste die russische Realität mit Hilfe einer uferlosen Gewalt an die Doktrin anpassen. Dieser Versuch scheiterte, nicht zuletzt deshalb, weil die Bevölkerungsmehrheit nach dem gewonnenen Bürgerkrieg die bolschewistische Terrorherrschaft nicht weiter dulden konnte. In January 1921, workers in Petrograd go on strike. The government responds with martial law and arbitrary mass arrests. On February the 28th, 1921, 16,000 sailors joined the striking workers. They appeal to the people, the time has come to sweep away the autocratic commissars. All power to the Soviets, no power for the party. The strikers demand an end to oppression, to terror and to arrests. They demand that the freedoms gained in the revolution be reinstated, together with free elections with secret ballots, freedom of speech and other parties. Die Kronstadter Matrosen gehörten zu den glühendsten Anhängern der Revolution und sie wurden von der bolschewistischen Führung immer wieder dafür gelobt, dass sie die Bastion der Revolution seien. Aber auch sie haben sich von dieser Autokratie, von der Zerschlagung der demokratischen Regungen, der demokratischen Strukturen im Lande abgewendet. On Lenin's order, the Red Army advances across the Baltic Sea ice to attack on March the 7th. After 11 days and harsh struggles, the sailor insurrection is brutally crushed. Die Niederschlagung des Aufstandes der Kronstadter Matrosen hat das Wesen des bolschewistischen Regimes eigentlich entlarvt. Denn die Kronstadter Matrosen kämpften gegen die bolschewistische Diktatur im Namen der Sowjetdemokratie. Der erste wirkliche schwere Sündenfall, der erste Fall von politischer Todsünde war ganz ohne Zweifel die Niederschlagung des Aufstandes von Kronstadt. Denn da ging man ja gegen die eigenen Leute los, gegen die jungen Soldaten, die für die Revolution standen und die aus irgendeinem Grunde einem nicht passten. Wenn man das tun konnte, konnte man auch vieles andere nachher tun und man hat ja auch vieles andere nachher getan. Trotsky watches the parade celebrating the victory of the Kronstadt sailors. Many were able to flee to Finland, but whoever fell into Bolsheviks' hands became victims of merciless revenge. In the first show trials of the young Soviet Republic, thousands are sentenced to death or long prison terms. Fast-track communism has failed. Failure to meet the population's basic needs, with famine spreading and an uprising in Kronstadt, clear signs of crisis. Lenin needs to change course. Just as his land redistribution in 1917 violates Marxist principles, Lenin is about to make an economic U-turn with noticeably capitalistic underpinnings. He was the believer in the pure scientific Karl Marx theory that in reality was a utopia. But it was only until 1921. In 1921, Lenin reversed the Soviet policy. He returned to the allowing of the new economical policy, the private ownership, and he told it serious and for long. And he had very strong opposition among his followers, and Trotsky and Stalin and many others. Das war die Legitimierung des freien Marktes und des Privateigentums, also der Hassobjekte eigentlich der doktrinären Marxisten. Deshalb haben viele bolschewistische Funktionäre und viele bolschewistische Idealisten die neue ökonomische Politik als einen ungeheuren Rückschlag empfunden.
Lenin attempts to save the country's economy at the 10th Party Conference. His new economic policies, NEP for short, are extremely controversial. Even his closest allies greet his policies with scathing ridicule. After heated debate, Lenin succeeds in pushing through a governmental resolution. Within the party, varying factions will no longer be tolerated. Opposition means exclusion. Dictatorship now begins within the Communist Party itself. The Russian economy recovers. Optimism is in the air. Fishermen and farmers sell goods at the marketplace. Money can now buy things and becomes an incentive to work. An der Spitze dieser neuen ökonomischen Politik war Lebensstandard in Russland der höchste in der Geschichte der Sowjetunion und Russland selbst. The stock market and the banks reopen. The new ruble is minted. Lenin goes so far as to invite Western capitalists to invest in Russia to help roll back the country's economic deficits. We must grant concessions to the foreign bourgeoisie and outside capital, were Lenin's words to the Third Communist International. But many comrades are convinced that Lenin's new economy will betray the basic principles of the revolution. Und wie war Reaktion Stalin und anderen damals auf diese seine Vorschläge? Das ist Produkt des kranken Gehirns. Kuibyschow, damals einer der Funktionäre, hat vorgeschlagen, diese Leninsche Artikel, die in Pravda veröffentlicht worden waren, sollen in einem Exemplar von Pravda gedruckt werden, für Lenin selbst. Die anderen brauchten die nicht wissen. In May 1922, Lenin's health deteriorates dramatically. He suffers his first stroke. 2 more would follow. Lenin withdraws from governmental activities. From this point on, he resides on a country estate near the city of Gorky. Leon Trotsky appears to be Lenin's uncontested successor, an intellectual with more charisma than any other Bolshevik leader and a popular commissioner who was victorious during the war. Lenin, however, was still alive and his successor had not yet been decided. And Trotsky had stiff competition. Joseph Stalin, the Communist Party's general secretary. Lenin, гений теоретик, гений практик. Stalin, гений практик, гений теоретик. Aber Stalin, ganz ein genialer Verbrecher. Er verstand die Rolle der Information. Вот учение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, будем старыми категориями говорить, оно действительно имеет эпохальное значение. Но не в том смысле, что навсегда, на все века и так далее. А оно действительно для определенного исторического отрезка времени. Lenin hat wie ein politischer Handwerker seine Feinden ausgesucht und zwar vernichtet, aber man konnte sagen, Stalin hat das zum Industriell entwickelt. The difference between Lenin and his followers like Gaidar, then after 4 years Lenin understood it's enough, it's not working. And after that I don't think that he was a real Marxist. He became a statesman and the Russian political leader. Wie viele andere, die Mehrheit nachdenklicher Menschen in der Sowjetunion, glaubte ich, alles war richtig, solange Lenin lebte. Die ganze Katastrophe habe angeblich begonnen erst nach Lenins Tod. Lenin beurteile ich in vielem viel besser, als manche das heutzutage tun. Es wird ja auch versucht, sozusagen in Lenin nachträglich den Stalin noch mit unterzubringen. Das halte ich für historisch äußerst ungerecht. Lenin hat gehandelt in einer unmittelbaren Revolutions- und Bürgerkriegssituation. Unter Lenin gab es die führende Rolle der Partei. Das Recht, alle anderen Organisationen anzuleiten. Die ČK,
Es gab eine Vielzahl von ganz diktatorischen Elementen, auf die Stalin nachher aufbauen konnte. Alle Elemente des Stalinismus sind schon im Keim präsent im Leninismus. Das ist die wichtige Feststellung. Bei einer anderen Führungspersönlichkeit ist es natürlich denkbar, dass man eine etwas andere Entwicklung hätte, aber keinesfalls hin zu einem, sagen wir mal, demokratischen Kommunismus. Das scheint mir, wie Leszek Kołakowski sehr schön gesagt hat, wie gebratener Schneebäller. Gewiss wollte Lenin nicht das, was später geschehen ist. Und es ist ganz zweifellos, auch darüber wurde schon in der Sowjetunion geheim diskutiert, wenn Lenin gelebt hätte, wäre er in den Jahren 1936 bis 1938 auf einem solchen Schauprozess verurteilt worden. Lenin dies on January the 21st, 1924. The whole country is in mourning. Stalin arranges the burial. In a telegram to Trotsky, he gives a false date to keep the competition from attending the funeral. In his political testament, Lenin warned against the ambitious Stalin, but it was already too late. Within the span of 2 years as party general secretary, he replaced 16,000 functionaries. Another bloody chapter of Russian history begins.